Liebe Patienten und liebe Patientin, wir melden uns zurück mit einem neuen Fadenlifting-Video. Und ich zeige Fäden ja in unterschiedlichen Varianten und in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Indikationen. Aber ich würde Ihnen heute die neueste Generation des Fadenliftings zeigen. Und ich würde Ihnen gerne auch ein paar Dinge dazu erläutern. Erstens, Fäden sind nicht für jeden geeignet. Und auch wenn man vorm Spiegel steht und nach hinten zieht, und dann ist es vorne besser, ist das nicht immer das, was der Faden auch abbilden kann. Number one, think about that. Number two, Nummer zwei, das, was wir überlegen müssen, ist, wann sind Fäden geeignet und wann sind sie nicht geeignet. Sie sind nicht geeignet, wenn wir in den Gesichtsregionen sichtbaren Volumenverlust haben. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch dann kann man den Volumenverlust nicht mit Fäden ausgleichen, sondern muss natürlich dann mit einem Filler arbeiten. Das kann eine Hyaluronsäure sein, ein Calciumhydroxylapatit, what else. Aber initial dort Fäden einzulegen, wo Volumen fehlt, ist eben auch nicht die Lösung. Man kann aber, und das zeige ich Ihnen an dieser Patientin heute auch, eine Kombinationstherapie machen. Ein wenig Volumen, heute in Form einer Hyaluronsäure und zusätzlich ein Fadenlift. Und da sind wir auch schon bei meinem nächsten Modell. Und hier kann man ganz schön sagen, uns stören diese Regionen und uns stört die Halsregion. Und die Halsregion behandle ich gerne in einer Kombination mit einem Botulinumtoxin-Nefertiti-Lift. Watch it out on Instagram. Dort haben wir einige dieser Liftings mit Botulinumtoxin auch schon erläutert. Und aber auch in diesem Falle einer Kombination aus Fäden mit Widerhaken. Wir haben hier heute auch vor, das untere Gesichtsdrittel ein wenig anzuliften, um die Verbesserung der Marionettenfalte hier vorn zu erwirken. Und was wir zusätzlich hier heute durchführen werden, ist ein bisschen auch eine Volumenaugmentation in diesen Regionen mit einer dafür geeigneten Hyaluronsäure. Wenn wir uns das untere Gesichtsdrittel anschauen, dann bin ich eigentlich immer ein Freund vom Multivektor-Fadenliftings. Das bedeutet, wir legen nicht nur eine Richtung für die Fäden, sondern wir legen mehrere Richtungen für die Fäden. In diesem Falle allerdings, und das ist eine Patientin, die mit Fäden und auch mit Fillern bereits vorbehandelt ist der beste Zugvektor in diese Richtung. Und das ist auch das, was wir heute machen werden. Wir werden heute Fäden mit Widerhaken in dieser Direktion legen. Denn Sie sehen dann haben wir hier vorne eine sehr schöne Verbesserung des Bereiches der Marionette Lines, wie man so schön sagt. Was wir zusätzlich allerdings machen werden, ist, dass wir in diesem Bereich kurze Fäden legen, Schraubenfäden, solche sogenannte Multi-Screw PDOs, 25 Gauge, 50 mm, um ein stabiles Kollagengerüst aufzubauen, was uns ebenfalls eine Konturierung und einen Lifting-Effekt im unteren, hinteren Gesichtsdrittel gibt. Wenn wir uns dann die Region des Halses anschauen, dann sehen wir hier relativ viel Gewebe. Und was wir heute machen werden, ist, wir machen ein Halslifting mit Widerhakenfäden in diesem Bereich, ausgehend der Eingang unterhalb des Ohres. Und auch hier legen wir 3 Fäden pro Seite und das natürlich immer auch auf beiden Seiten. Ich zeichne Ihnen jetzt aber exemplarisch eine Seite an, um hier auch einen Lifting-Effekt im Halsbereich zu bekommen. Von beiden Seiten kommen die Widerhakenfäden, sodass sie sich in der Mitte überlappen und in der Mitte dort, wo der meiste Zug benötigt wird, von beiden Seiten wirken können. Und zum Schluss setze ich dann die Hyaluronsäure hier im Bereich des Kinnes. Das, was ich an dieser Stelle noch einmal sagen möchte, ist, in Deutschland kommen die Patienten im Schnitt 20 Jahre zu spät. Und weil das so ist, können wir mit einer Behandlung auch nicht immer sofort das gewünschte Ergebnis erzielen. Es ist mir wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, denn das ist in anderen Ländern anders. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Alterungsprozess ab dem 25. Lebensjahr beginnt, ob wir wollen oder nicht. Und es macht Sinn, in kleinen Dosen immer ein wenig schon etwas früher zu beginnen mit ästhetischen Maßnahmen, als wenn wir hinterher versuchen, mit ganz, ganz vielen Maßnahmen 25 Jahre sofort in einem Treatment zurückzudrehen. Denn dann wären wir Ärzte zu Zauberern und das ist bekanntlich im Grunde genommen nicht unsere Aufgabe. Deswegen denken Sie daran,
Lieber früher immer ein bisschen zu machen, als wenn wir hinterher ganz massiv versuchen, die Jahre zurückzudrehen. Das ist möglich, aber dann bedenken Sie bitte, nicht immer möglich in nur einer Behandlung. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal auch Ihnen mitgeben. Und jetzt beginnen wir mit der Behandlung. Gut, dann würden wir jetzt beginnen mit dem Fadenlifting des unteren Gesichtsdrittels. Das sind Fäden, die alle Widerhaken haben, falls die Frage kommt, weil wir ja auch einen gewissen Zugeffekt haben möchten. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Faden immer in der richtigen Schicht zu liegen kommt. Und das ist je nach Region immer sehr unterschiedlich. Aber wir müssen die anatomischen Strukturen wahren. Und das ist etwas, was absolut notwendig ist. Dann sieht man ganz schön hier den Lift auf die Marionettenfalte. Und genauso legen wir jetzt die anderen beiden Fäden bereits ein. Was auch wichtig ist, dass das unter wirklich sterilen Bedingungen passiert. Also wenn Sie Videos sehen, wo dann mal eben so irgendwer irgendwie Fäden einlegt, das ist nicht der richtige Weg. Auch das ist absolut wichtig zu wissen. Auch für die Auswahl des Behandlers absolut notwendig, um das auch vorher schon einmal abzuklären. Wir legen hier den letzten Faden ein. Für die, die sich ein bisschen auskennen und uns zugucken, wir haben hier Cockfäden 19 Gauche, 100 mm, 6D Cox, also die neueste Generation an Fäden. Was wir nicht mehr tun, ist, dass wir massiv ziehen und liften. Denn diese Fäden sind so stark, dass wir nur noch dezent die Haut darüber einmal anziehen. Sie sehen hier unten sehr schön den Lift auf die Marionettenfalte. Und viel mehr machen wir nicht mehr, sodass wir unseren Patienten diese früheren Auffädelungen, die immer dort waren, in diesem Falle ersparen. Das, was ich zusätzlich mache, ist, ich arbeite sehr gerne mit Screw-Fäden. Das sind gewundene Fäden ohne Widerhaken, PDOs, alles PDOs. Und ich lege sie in diesem Falle noch im Bereich der Marionettenfalte, gerne 10 Stück in zügiger Abfolge, um diese gesamte Region noch ein bisschen besser zu versorgen, etwas besser zu liften und eine bessere Kollagenstimulation zu bekommen. Wenn die Patienten etwas jünger sind oder der Befund nicht ganz so ausgeprägt, reichen auch diese Fäden, die ich gerade lege, häufig aus und man braucht gar keine Fäden mit Widerhaken, um wirklich ein dezentes Lifting auf die Kinn-Kiefer-Partie, die Kontur sozusagen und auch das hintere Gesichtsdrittel zu bekommen. Also auch das ist eine Möglichkeit, die besteht und ich lege immer so gute 10 Fäden dort ein. Und ich lege erst alle ein und ziehe dann hinterher alle hinaus. Und was Sie wissen müssen, ist in diesem Falle, die Fäden sind schon in den kleinen Nadeln vorhanden, sodass, wenn ich jetzt gleich die Nadeln herausziehe, sozusagen die Fäden gleich mit in der Haut zu liegen bleiben. Jetzt entferne ich die Nadeln und diese kleinen gewundenen sogenannten Screw-Fäden. Wer Interesse daran hat, 25 Gauche, 50 mm bleiben im Grunde genommen dort liegen und machen dann die Kollagenstimulation. Das nächste, was ich in diesem Bereich mache, ist, dass ich noch ein wenig hier das unterspritze, aber Sie sehen es vielleicht schon im Bereich der Gegenseite, wie schön sich hier die Marionettenfalte schon nach oben geliftet hat. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir arbeiten mit einer Hyaluronsäure in diesem Bereich noch ein wenig die Kinnregion aus. Gut, man sieht jetzt hier schon bereits ganz schön nach der Einlage von 3 langen Widerhakenfäden und 10 Screw gewundenen PDOs ohne Widerhaken, sieht man sehr schön, wie hier das Lifting-Ergebnis im Bereich der Marionettenfalte schon passiert ist, im Gegensatz zu dieser Seite, wo wir sehen, dass der Mundwinkel deutlich weiter nach unten geneigt ist. Und hier haben wir ihn eigentlich im Grunde genommen schon waagerecht. Und das ist etwas, was mit diesem Verfahren sehr schön geht. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir ein wenig Filler hier noch eingeben, ein wenig Hyaluronsäure, um diesen Bereich, wo wir hier, wenn ich das so klappe, noch Volumenverlust haben, noch zusätzlich zu augmentieren. Gut, dann würden wir jetzt hier unten ein wenig mit Hyaluronsäure arbeiten und diesen Bereich noch zusätzlich ein wenig augmentieren. Und zwar gehe ich immer dorthin, wo wir noch
Volumenverluste zu verzeichnen haben. Auch hier ist diese Linie, die bei dieser Patientin relativ stark ist, sodass wir hier auf jeden Fall ein wenig das abmindern und wir können hier ein ganz wenig unterhalb der Lippe geben, damit wir eine Stabilisierung auf diese Region bekommen. Und das geht in der Tat wirklich sehr, sehr gut und sollte eigentlich fast immer mitgemacht werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Das, was ich auch immer mache, ist, dass ich hier unten noch auf den Knochen ein wenig Filler setze, in diesem Bereich des Mandibularligamentes, wenn man so möchte, einfach auch, weil sich hier Volumenverlust häufig einstellt und das auch ein Bereich ist, der zu augmentieren ist. Wir gehen dann ganz leicht in diesem Bereich noch unter Wahrung der anatomischen Strukturen. Vorsichtig hier unten laufen auch Arterien, die dürfen wir mit der Hyaluronsäure auf gar keinen Fall sondieren. Und so fülle ich noch ein wenig den Volumenverlust hier auf. Dabei kann es immer kurzzeitig dazu kommen, dass der Musculus mentalis, der die Kinnbewegung macht, ein wenig zuckt. Das ist völlig normal und gibt sich gleich im weiteren Verlauf. Nicht, dass, wenn Sie es wahrnehmen, denken, irgendwas Schlimmes ist passiert. Das ist logische Konsequenz und einfach nur ein kurzzeitig wirkender Nebeneffekt. Wir sind auf dieser Seite jetzt fertig. Und man sieht es ganz schön, wir haben noch den Volumenverlust ausgeglichen, den wir im Kinnbereich haben, und das sieht man auch ganz schön zur anderen Seite. Hier haben wir noch Volumenverlust in diesem Bereich und hier haben wir das schön stabilisiert, sodass wir auch dort eine Stabilisierung auf den Marionettenbereich beim Sprechen geben und das ist eben auch ganz maßgeblich entscheidend. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Gut, nachdem wir nun auf der linken Seite das untere Gesichtsdrittel mit Fäden versorgt haben, das Kinnbereich, den Marionettenbereich noch zusätzlich mit einer Hyaluronsäure, beginnen wir nun auch auf dieser Seite mit der Einlage der Fäden. Sie erinnern sich, wir hatten vor, 3 in diesem Bereich zu legen und damit beginne ich jetzt. Dafür haben wir im Übrigen alle Eintrittspunkte bereits vorbetäubt. Das machen wir immer. Und ich betäube mit einer speziellen Technik auch das komplette Gesichtsdrittel, sodass wir das wirklich sehr schmerzarm erledigen können. Ich lege jetzt den ersten Faden und den lege ich immer auf Höhe der Kinn-Kiefer-Partie dort ein und so, dass wir im mittleren Drittel dann einen Überlappungseffekt haben, damit wir dann mit der anderen Seite arbeiten. Und hier ist bereits der erste Faden eingelegt und hat einen guten Zug. Das können wir hier ganz schön sehen. Kommen wir zum zweiten Faden. Auch den legen wir in derselben Manier ein, aber etwas tiefer. Und auch hier immer die Wahrung der anatomischen Strukturen maßgeblich wichtig. Sind sie zu tief, haben Sie ein Problem. Sind sie zu oberflächlich, haben Sie auch eins. Das heißt, man muss wie im wahren Leben sich immer in der richtigen Schicht bewegen. Das hat sich bewährt. Ich komme jetzt zum dritten Faden und wir sehen nach dem Zug schon bereits hier einen schönen Zug auf diese Halsregion. Dann legen wir den dritten Faden ein und auch diesen Bereich habe ich vorher komplett betäubt. Dann ist das wirklich sehr, sehr schön machbar, auch für die Patienten, denn sonst ist es wirklich sehr, sehr unangenehm. Und das soll es und muss es nicht sein. Wir gehen über die Mittellinie hinweg, ich hatte das erläutert, damit wir mit den Fäden von der anderen Seite uns hier in dem Anteil überlappen. Und auch der dritte Faden ist eingelegt und wir sehen einen sehr schönen Zugeffekt. Und nun würden wir zur anderen Seite gehen, fangen wieder an mit Fäden im unteren Gesichtsdrittel, mit Hyaluronsäure und dann auch mit den anderen 3 Fäden für den Halsbereich von der anderen Seite eingelegt.